Hier ist euer schnelles Update zur neuen stationären Seil-Textil-Windkraftanlage. Stellt euch einfach mal vor, wir spannen riesige Segeltücher wie bei einer Hängebrücke quer über ein komplettes Tal, um den Wind einzufangen und wirklich massig Energie zu erzeugen. Erstens schauen wir uns mal diese gigantischen Textilflächen an. Denn hey, wir reden hier von unglaublichen 20.000 Quadratmetern Stoff pro Turbine. Ihr fragt euch jetzt sicher, flattert das nicht wild wie ein Zelt im Sturm? Keine Sorge, die Lösung ist quasi so eine Art Korsett. Eingebaute Querstangen und spezielle Umarmungsseile umschließen das Textil richtig schön körpernah, um die krassen Fliehkräfte direkt abzuleiten. Und durch ein echt smartes Federsystem an den Halteseilen neigen sich die Blätter bei einem Orkan einfach schützend parallel zum Wind. Zweitens müssen wir kurz über den Schwerkraftgenerator sprechen. Der Clou an der ganzen Sache? Die riesige Turbine dreht sich zwar ordentlich im Wind, aber der Generator in der Mitte, der bleibt völlig starr, ohne dass sich da irgendwelche Stromkabel verheddern. Das Ganze funktioniert exakt wie ein Stehaufmännchen. Der Generator ist absichtlich viel schwerer und wenn sich die Windrichtung ändert, zieht die Schwerkraft ihn ganz automatisch wieder sicher in seine Position nach unten. Zuletzt führt uns genau diese clevere Gewichtsverteilung zu einem freitragenden Design, komplett ohne Fundamente. Ein torsionssteifes Rohr umschließt das Hauptseil und gibt dem Ganzen genau den richtigen flexiblen Spielraum. Ihr denkt euch jetzt, also wirklich keine fetten Betonpfeiler mehr im Tal? Exakt. Weil das System wie an einer extrem gespannten Seilrutsche hängt, balanciert es sich wirklich komplett von selbst aus. Mit genialer Seilzugtechnik und simpler Schwerkraft wird hier das klassische Prinzip einer Hängebrücke einfach mal zu einem fliegenden Kraftwerk umfunktioniert. Stell dir mal vor, du stehst so am Rand einer riesigen Schlucht. Also normalerweise würdest du da vielleicht eine Hängebrücke erwarten. Ja, oder halt einfach nur gähnende Leere. Genau. Aber statt einer Fahrbahn hängt da auf einmal eine gigantische Windturbine frei in der Luft, so ganz ohne Betonmast. Kein Fundament, kein gar nichts. Einfach ein riesiges Kraftwerk an einem Seil. Und genau das knöpfen wir uns in unserer heutigen Analyse mal vor. Ein Konzept, das Windenergie wirklich komplett neu denkt. Die stationäre Seiltextil-Windkraftanlage. Klingt erstmal verrückt, oder? Wir reden hier von einer Struktur, die buchstäblich nur an einem einzigen Haupttragseil hängt. Ja, und da fragt man sich ja sofort, wie das bei Stürmen nicht direkt in sich zusammenfällt. Also, lass uns das mal aufschlüsseln. Der krasseste Unterschied ist ja das Material der Rotorblätter. Definitiv. Da sind keine starren Flügel aus Carbon oder Glasfaser. Also Segeltuch oder Planen. Und wir reden hier von Flächen mit bis zu 20.000 Quadratmetern. Wahnsinnige Dimensionen eigentlich. Eben. Und wenn ich mir das vorstelle, ein normales Segel würde bei richtig starkem Wind in so einem Tal doch sofort in Fetzen fliegen. Warum zerreißt dieser Stoff nicht einfach? Naja, was hier wirklich faszinierend ist, ist der Ansatz, das Material gar nicht erst völlig starr zu machen. Ah, okay. Also es gibt schon so Querstangen im Gewebe, damit die aerodynamische Form bleibt. Aber der eigentliche Trick sind die sogenannten Umarmungsseile. Warte, Umarmungsseile, das klingt ja fast romantisch. Ja, ein bisschen. Aber stell dir das eher wie so ein extrem robustes Ladenetz vor, das eng um eine schwere Fracht gespannt wird. Aha. Und diese äußeren Seile umschließen das Textilblatt quasi. Die fangen die Fliehkräfte und den enormen Winddruck direkt ab und leiten diese Lasten sicher in die zentrale Achse. Das heißt, der Stoff selbst trägt gar nicht die Hauptlast. Genau. Das Seilnetz macht die eigentliche Haltearbeit. Das entlastet die Textilfläche enorm. Okay, das leuchtet ein. Aber selbst mit diesem Netz, also wenn da ein richtiger Orkan durchs Tal peitscht, die kinetische Energie muss ja irgendwo hin. Richtig. Wenn das einfach starr am Tragseil hängt, bricht doch irgendwann die Aufhängung, oder? Und genau da lässt dieses Design herkömmliche Windräder weit hinter sich. Die Konstrukteure verzichten komplett auf irgendwelche aufwendigen Federungen an den Pylonen. Keine Pylonfedern. Wie federn die das dann ab? Die Flexibilität ist direkt in die Rotorblätter eingebaut. Das System funktioniert im Grunde genommen ähnlich wie eine Schrägseilbrücke. Okay, erklär mir das kurz. Bei starkem Wind gibt es ein spezielles Federsystem an den Blättern. Das lässt zu, dass sie gezielt nach hinten kippen. Die klappen also einfach weg? Echt jetzt? Ja, die neigen sich nach hinten. Und zwar um bis zu 45 Grad. Krass. Dadurch wird die Angriffsfläche für den Wind natürlich sofort viel kleiner. Das System passt sich dem Sturm an. Es lässt ihn also teilweise einfach durchrauschen? Exakt, anstatt sich ihm wie eine starre Wand entgegenzustellen. Wahnsinn. Okay, die weichen dem Druck also flexibel aus. Aber hier wird es nun wirklich interessant für mich, weil da dreht sich ja was. Und diese gewaltigen Rotoren erzeugen doch ein massives Drehmoment? Ein extrem starkes, ja.
Wie verhindert man denn da, dass sich die ganze hängende Anlage wild um ihr eigenes Tragseil wickelt? Also so ganz ohne fettes Betonfundament tief im Boden sehe ich irgendwie nicht, wie das stabil bleibt. Der Trick ist total simpel, aber genial. Das System nutzt den Generator selbst als Anker. Den Generator? Ja, die Turbine an sich rotiert zwar frei, aber der Teil, der den Strom erzeugt, der Stator, der steht fest. Der dreht sich nicht mit. Ah, verstehe. Und dieser Stator sitzt in einem sogenannten torsionssteifen Rohr. Ein Rohr, das so gebaut ist, dass es sich selbst unter massivsten Kräften nicht verdrehen lässt. Richtig. Dieses Rohr umschließt das Hauptseil. Und das Wichtige daran, der Stator ist absichtlich unfassbar schwer gebaut. Deutlich schwerer als die ganze rotierende Turbine drumherum. Ah, das wirkt dann quasi wie dieses schwere Pendel bei einer riesigen Standuhr. Ein absolut treffender Vergleich. Die reine Schwerkraft zieht dieses schwere Zentrum unweigerlich nach unten. Das heißt, wenn der Wind plötzlich dreht, schwenkt die Turbine völlig natürlich mit, aber der Generator bleibt stoisch unten. Ganz genau. Allein durch sein enormes Eigengewicht richtet der sich immer wieder exakt senkrecht nach unten aus. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir, wie clevere mechanische Einfachheit hier extrem störanfällige Elektronik ersetzt. Wahnsinn! Also fassen wir das mal kurz zusammen. Wir haben diese riesigen Textilblätter, die von Umharmungsseilen gestützt werden. Die kippen bei Sturm flexibel nach hinten weg und treiben einen schwerkraftstabilisierten Generator an, der komplett frei über einer Schlucht schwebt. Es ist ein echter Paradigmenwechsel. Wir nutzen Zugspannung und Schwerkraft als unsere Werkzeuge, anstatt mit massivem Beton gegen sie anzukämpfen. Könnten. Orte, die bisher völlig unzugänglich waren. Genau. Tiefe Canyons, extrem breite Flusstäler, in denen der Wind ungenutzt durchpfeift. Orte, wo niemals ein Baukran stehen oder ein Fundament gegossen werden könnte. Mit dieser Hängebrückentechnik wäre das plötzlich machbar. Vielleicht müssen wir echt aufhören, Windräder immer nur stur auf den Boden stellen zu wollen. Denk da mal drüber nach. Wenn du das nächste Mal in ein wirklich tiefes Tal blickst, vielleicht schwebt das Kraftwerk der Zukunft ja längst direkt über dir.